Willkommen! Ich bin Dr. AP mit Hintergrund in Erziehungswissenschaften und Philosophie. In dieser Reihe möchte ich dir interessante Ansätze zum Themenkomplex Liebe und Sexualität vermitteln. Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns einen Text an, bei dem fast jeder sofort an eine ganz bestimmte Sache denkt. Aber, und das ist das Spannende, in Wirklichkeit steckt so viel mehr dahinter. Es geht um das Kama Sutra. Also mal ganz ehrlich, was ist der erste Gedanke, der Ihnen bei dem Wort Kama Sutra durch den Kopf schießt? Ich wette, bei den meisten von uns ist das eine ziemlich genaue Vorstellung. Oft hat man da ja sofort Bilder im Kopf, die in eine ganz klare Richtung gehen, oder? Also Darstellungen, bei denen das Erotische schon fast ins Pornografische übergeht. Das ist so das Bild, das sich irgendwie festgesetzt hat. Und genau diese Vorstellung, die ist so verbreitet und, auch so einseitig, dass man wirklich von einem Mythos sprechen kann. Also, lasst uns diesen Mythos mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, das Klischee ist doch ein Buch, das quasi nur aus komplizierten akrobatischen Stellungen besteht. Ein reiner Katalog anzüglicher Ideen. Das ist so die Schublade, in der es meistens landet. Okay, aber jetzt kommt's. Was, wenn ich Ihnen sage, dass dieses ganze Bild ein riesiges Missverständnis ist? Denn die Wahrheit, die ist tatsächlich viel, viel spannender. Das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Es ist eben nicht das, was wir uns landläufig darunter vorstellen. Tja, wenn es das also nicht ist, was ist das Kama Sutra dann wirklich? Im Grunde in seinem Kern ist das Kama Sutra als das Buch der Liebe bekannt. So, und jetzt wird's wirklich interessant. Schauen Sie sich mal die Aufteilung an. Von 7 Teilen des Buches ist nur ein einziger Teil wirklich der sexuellen Vereinigung gewidmet. Nur einer von 7. Die Frage ist doch, was zum Teufel steht dann in den anderen 6 Teilen? Die Antwort: Es ist im Grunde ein umfassender Leitfaden für die Kunst des Lebens. Genau, es ist so viel mehr. Eine philosophische Abhandlung, ein soziologisches Werk, ein Ratgeber für gutes Benehmen, also Savoir-vivre, sogar eine poetische Sammlung, ein Lehrbuch und, halten Sie sich fest, es finden sich sogar Rezepte darin, also quasi ein Kochbuch. Es ist ein komplettes Handbuch für Kultur und Gesellschaft. Aber warum ist das so? Warum diese unglaubliche Bandbreite? Um das zu verstehen, müssen wir einen kleinen Sprung in die Geschichte machen. Alles geht zurück auf einen Mann, einen Gelehrten namens Vatsyayana. Er hat im Grunde das ganze vorhandene Wissen seiner Zeit zu diesem Thema gesammelt und in diesem einen Werk zusammengefasst. Wichtig ist, er hat das Rad nicht neu erfunden. Er hat auf viel, viel älteren Texten aufgebaut. Seine Zusammenstellung wurde dann aber erst sehr viel später, nämlich 1883, im prüden viktorianischen Zeitalter, ins Englische übersetzt und damit im Westen bekannt. Und das ist entscheidend. Es entstand in einer Zeit, in der Erotik als hohe Kunstform galt. Das war absolut kein Tabu. Im Gegenteil, das Wissen um Liebe und Lust war damals Teil einer umfassenden Bildung. Es gehörte einfach zum guten Ton für eine kultivierte Person. Okay, was nehmen wir also aus all dem mit? Was heißt das für unser Bild vom Kama Sutra heute? Der wichtigste Punkt ist wirklich dieser. Wir im Westen haben uns fast ausschließlich auf ein einziges Siebtel des gesamten Werks gestürzt. Wir haben sozusagen den Blick durch ein winziges Schlüsselloch geworfen und gedacht, wir sehen das ganze Haus. Und das wirft eine ziemlich spannende, vielleicht auch provokante Frage auf, finden Sie nicht? Wenn wir uns die ganze Zeit nur auf dieses eine Siebtel konzentriert haben. Was für Schätze, was für Weisheiten über die Kunst des Lebens haben wir dann in den anderen 6 Siebteln eigentlich alles übersehen? Hat dir das Video gefallen und willst du noch mehr über dieses Thema lernen? Dann schau dir die anderen Videos in dieser Playlist an. Ein Like kostet nichts, aber hilft mir weiterhin, solche Inhalte zu erstellen. Bis zum nächsten Video.